Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Okay, wir sind wirklich entkommen aus der Anstalt. Das war ja... Und dann erschrecken die uns noch mal kurz so am Schluss. Das leck mich am Arsch. Naja. Mal sehen, wie es in dem Kapitel... Richtig. Mal sehen, wie es in dem Kapitel weitergeht. Wir sind ja jetzt zum Glück nicht mehr... Hey, ohne Scheiß. Zum Glück nicht mehr in der Anstalt. Naja. Jetzt gleich geht's los. So. Gucken wir mal. Also hier waren wir ja schon mal, aber... Warte mal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir gerade nicht in der Realität sind, weil... Ihr erinnert euch bestimmt hier, das Haus, das ist doch total verlassen gewesen. Es ist doch das Haus... wo der Captain mit der Axt uns da irgendwie ein bisschen... No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Ja, ist okay. Das stimmt auch wieder. Gut, dann werden wir eben kurz runtergehen. Also wie gesagt, ich meine, das ist wirklich das Haus. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Verwirrt. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Dann quatscht mal ihr beiden. Ich bin gar nicht da. Ich spiele ein bisschen Klavier. Okay, ich kann kein Klavier spielen. Jetzt mal ernsthaft. Die haben doch was zu quatschen gehabt, oder nicht? Hätte ich mich vielleicht nicht zeigen sollen. Anscheinend war es so. Das ist auch ein Schrein, ne? Leck mich am Arsch. So, dann versuchen wir nochmal die Tür, wenn er jetzt nochmal steht. Wir sollen... No. Ja. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Aber da stand doch auch nichts mit anquatschen oder so. Oder bin ich da nicht weit genug? How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Oh. Kein Schloss, okay. So, mit Bradley, vielleicht habe ich eine Spur, was ich erleiden musste. Alles. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Machen wir das mal. You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone.
Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Das kann ich nicht nehmen, okay. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Ja, ich spreche, glaube ich, jetzt nur mit ihr erstmal. Und er guckt einfach weg. Ich habe Leichen gesehen und Ermittlung Profi. Ich bin Profi. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Finde ich schon mal gut. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Eine Art Krise, ja, nee. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense.
I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Was machen wir, Freunde? Wir gehen hier. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Das habe ich jetzt vercheckt. Jetzt habe ich mich ja theoretisch auf seine Seite gestellt, kurzzeitig, ne? Ich wollte eigentlich ja... Ich bin ja mit Let ihr us go eigentlich now ganz and learn the fit. truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Und das wird mein Schicksal verändern, natürlich. Ich habe vielleicht jetzt eine Partnerin nicht direkt an meiner Seite, die ich vielleicht, also die einzige ist, die mir glaubt. Ja, verlassen, komm. Shit. Das war's. Okay. Für die Formalitäten machen wir kurz hier Schluss, aber wir sehen uns sofort gleich wieder. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Leichter Psychoblick, ey. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened?
sie ist ja schon nicht so gut auf ihn zu sprechen. Also... Aber wir wollen mal ein bisschen psychologisch daran gehen, oder? So. Ich möchte ja eigentlich was rausfinden, ne? Also müssen wir dann... What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Nope. This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ja, probieren wir das mal, ob sie da wirklich... Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. Echt? It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Okay, obwohl der Kollege gesagt hat, wir sollen... Did she really care for him after all? Gucken, wollen wir uns jetzt das Gemälde angucken. Okay. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Der Fuller. Okay. Was haben wir hier? The day the Shambler came into the Sanders' lives. Okay. Ah, Rekonstruktion. Dann gucken wir doch mal. Hier saß bestimmt der Sarah. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Vielleicht. So. Komisch. Dann will ich Gänsehaut. Das ist Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Nun ja. A house of artists. Was haben wir noch? Freunde, was haben wir noch? Hier können wir nicht rein. Ah. Okay. Jetzt ab los, das ist das Gemälde You gleich. finally won.
Was Sanders aware of his imminent doom? Okay, jetzt können wir mal einen Blick riskieren in der Traumwelt, aber nee. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? Vielleicht. The Shambler. I need to see it. Er will es unbedingt, ne? Er will es unbedingt sehen. Obwohl er weiß, was abgeht. Habt ihr das gesehen? Das sah ein bisschen anders aus. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Tonaufzeichnung, ja. Können wir die gleich in das Grammophon hier stecken, ne? Ha! So dösig bin ich ja nicht, pass ja auf. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Gut, er hat sich wenigstens entschuldigt. Wir brauchen uns das jetzt nicht nochmal anhören. Da gehen wir gleich rein. Ich möchte erstmal gucken, was wir vielleicht so noch anwählen können. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das einzige, oder die einzige Tür, wo wir gleich reingehen können. Zwei Türen. Na komm, wir gehen da gucken. Ja, ist ja gut. Hausherrin, die sitzt da vorne. Da kannst du doch mal eben fragen, ob du den Schlüssel haben kannst. Du darfst ja eh gucken. Du bist doch Detective. So, dann machen wir zu hier. Mal gucken, was die noch zu sagen hat. Wozu war das jetzt? Können wir das wieder über eine Ausgabe einer studischen Arbeit, obwohl die Bearbeitung relevant sind, muss man nicht erfahren, als es neue Wege, die menschliche Anatomie zu erforschen. Nein, das ist ja das, was gerade nicht. The strange Amerindian pendant. I could use one of those. Schlaftabletten sind hier echt gefragt, ne? Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Okay, also sie weiß definitiv, was damit abgeht und will es deswegen nicht verkaufen. Das ist ja schon mal eigentlich positiv für Sarah, ne? Was haben wir denn hier unten? Der Wal und der Dorsch. Ja, gut, das ist nichts Besonderes für uns. Können wir wieder zumachen. An old diary. Schreibt hier sauber über
seltsame Träume, die gemeinsam etwas her und kommen. So. Dich quatschen wir gleich an. Ich möchte erst mal gucken, was hier das Buch lesen. Warum nicht? Also. Das sieht aber richtig krass aus. Das wird mein Schicksal verändern. Ja. Zu wissen, dass solche Kreaturen für mich leben wird, denke ich auch. So, hier ist die Galerie. Wir quatschen aber erstmal mit hier. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Miss Try not to Psychoblick. make a habit of it. I've got a lot of bad habits. What have you come looking for in this gallery? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on Gegenfrage. business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Okidoki, ciao. So, dann zeig mal her den Schlurfer. Ist wieder zum Verstecken, ne? Okay, aber warum? Hier wissen doch alle eigentlich, dass ich hier bin. Bis auf der Schlurfer. Boah, das sieht auch krass aus, ja. Mega. Das finde ich echt cool, ey. Was haben wir hier? These artifacts date from pre-Columbian times. Hier, Cthulhu. Mit dem Kind in der Hand, im Arm. Auf dem Arm. Das ist aber groß hier, ne? The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Ja, genau das meine ich. Also wie viel Kohle das eigentlich ist. Der Typ hat es gehabt. Und dazu der Zeit. Was für Sachen auch. Ich glaube, da hinten ist es. Das werden wir uns natürlich am Schluss erstmal angucken. Was war denn das? Was war das? Vielleicht Petroleum für unsere Lampe? Ich habe keine Ahnung. So, was ist das? Wie?
Ich könnte mir vorstellen, das ist schon wieder, aber warum ist denn... Ist das mega Energie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir uns auch da drin verstecken. Oder ist es... Alter, wie sieht das denn aus? Why was he so interested in old weapons? Vielleicht, weil die alten Waffen das Ding platt machen können. Ich weiß es nicht. So, hier ist nochmal irgendwas, keine Ahnung. Gut, Freunde, ich glaube, wir sind einmal rum. Ich werde jetzt zum Gemälde gehen. Dann komm mal her, Schlurfer. Let's go. Der Schrank. What the hell was that? Das würde ich auch gern wissen. Okay, so. Ist aber auch laut, das Gerät. Ich starte Oh. Alter, renn, Junge. Verstecken. Schranktür. Wo ist die Schranktür, Freunde? Okay. Alter Falter, ey. Was ein Teil. Okay, wir suchen die Schranktür. Okay, okay. Das überspringen wir jetzt, weil das kennen wir ja jetzt. Alter Verwalter. What the hell was that? Okay, renn, Junge. So, wir gehen jetzt nochmal hierher. Da ist die Schranktür. Okay. Aber wie lange müssen wir hier drin bleiben? Müssen wir das erst andocken? Wir müssen da jetzt taktisch vorgehen. Renn, Junge. Alter. I can't even touch it. Warum nicht? Warum nicht? I must get rid of it. Wahnsinn betreten, ja. Okay. Und überspringen bitte. Ja. So, wie machen wir das? What the hell was that? Da muss ich also hin. So, warten wir jetzt, bis das Ding kommt. Boah, ich will nicht, ey. Da jetzt drin ist das Teil. Ja, das wird nicht verschwinden, aber ich habe keine Ahnung, ey.
Herz explodiert gleich, wie man hört. Alter. Krieg dich wieder ein, bitte. Ruhig atmen. Ruhig atmen, Junge. Alter, der stirbt voll. Aber wenn man rausgeht, stirbt er auch. Komm, wir gucken mal. So, jetzt kommen wir da rein. Alles klar. Wir haben es geschafft. Aber... Oh, wie kriegen wir das denn jetzt hin, ey? Wir müssen noch mal raus. Damn. Maybe I can use this dagger. Ich hoffe es auch. Und noch mal was. Ja, vielleicht kann ich es nutzen. Vielleicht komme ich auch überhaupt nicht dazu. Alter Falter, ey. Überspringen. Zumindest hatten wir jetzt schon mal eine What Waffe. the hell was that? Wenn er jetzt direkt zu uns kommt, ne? Komm nicht jetzt. Geh in den Raum rein. So. Freunde, wo müssen wir hin? Das war jetzt auf jeden Fall schon mal leichter als der andere Weg, aber jetzt haben wir natürlich kein Dolch oder was weiß ich. Wir holen uns den Dolch jetzt raus da. Maybe I can use this dagger. Ja, maybe. So, die Frage ist jetzt, können wir den von hinten erstechen oder was? Ich glaube nicht, weil das ist ja eigentlich... Kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen es versuchen. Wie kommen wir denn hier raus? Überhaupt. Wir müssen es nochmal probieren. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung.
Ich weiß. So. What the hell was that? Das haben wir jetzt geschafft. Sofort wieder da, Freunde. Kleinen Moment. So, zurück. Erleichtert. Und bereit für den nächsten Versuch. Ich habe auch mein Bild gerade ein bisschen undurchsichtiger mal wieder gemacht. Das war ja gerade gar nicht wirklich gut zu sehen. Ja, letzter Speicherpunkt. Der Schlurfer, ey. Okidoki. Überspringen. What the hell was that? So weit sind wir jetzt schon mal. Alter, Alter, Alter. Nein. Okay. Alter Verwalter. Wir müssen es doch mal hinkriegen, ey. Jetzt aber. Dudes, wir müssen What the hell was that? Warum? Hier jetzt in den Schrank. Wir sind an dem einen Schrank vorbeigelaufen. Und ich hoffe, bitte, 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 bitte. Oh, es ist so gruselig. So, die Dolche müssen auch irgendwo zu nützlich sein, ey. Der von dem Typen einfach nur, was sollte das bewirken? Nicht zugestochen, gar nichts. Wir versuchen jetzt mal was. Supernatural, da gab es mal eine Folge. Geht raus, das ist jetzt gerade ein bisschen zu hektisch. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Wir nehmen jetzt den Trank. Das ist ein Monster. Oh nein, bitte nicht. In einer Folge von Supernatural, wo Bloody Mary, genau, die haben Bloody Mary gerufen und die mussten den Spiegel... Hau ab. Die mussten den Spiegel zerstören. Aber erst nachdem sie in dem Spiegel gefangen war oder sowas. War irgendwie sowas. Ich glaube, das könnte uns helfen. Wir versuchen das. Wir nehmen uns gleich den Dolch und rennen zum Gemälde oder so. Ich wüsste wo.
Oh, ich wäre fast rausgegangen. Er steht vor der Tür. Wir können nicht raus, egal wie viel Angst du jetzt gerade hast, Alter. Und der schreit da rum. Komm, wir versuchen jetzt einen Deutsch zu nehmen. Also guck mal, hier ist einer. Damn! Did it hear that? Maybe I can use this dagger. Aber vor allem sind hier 3 Dolche. Ja, das war's. Machen wir das denn jetzt, dass wir da entkommen? What the hell was that? Da ist das Gemälde. Okay. Komm, wir rennen. Ist mir egal, ist mir egal. Maybe I can use this dagger. Ja, maybe. Niemand ist hinter uns her. Ja, irgendwas passiert. Damn it! This dagger didn't work. Okay, aber es scheint so zu funktionieren, Freunde. Es scheint zu funktionieren. Wir müssen den nächsten haben. Ich weiß nicht, wo der ist. Das Schlimme ist, ich weiß auch nicht, welchen. Bitte. Nein. Wir haben auf jeden Fall einen Weg rausgefunden. Alter Verwalter, ey. Was geht ab? Wahnsinn betreten, ja. Wahnsinn entkommen, bitte. Und zwar schleunigst. Überspringen. What the hell was that? What the hell was that? Ja. So, hier den links haben wir. Den hier vorne haben wir. Haben wir den? Nein, den haben wir noch nicht. Maybe I can use this dagger. Oh, maybe. Wir rennen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist schon wieder. Wie viel der Versuch ist das jetzt? What the hell was that? What the hell? So. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Den habe ich nicht. Maybe I can use this dagger. That maybe. Wie viel fucking Dolche hat der denn auch da, ey? Weg. What the hell was that? Ja, kann ich dir sagen. Das Ding, was dich jetzt schon einige Male platt gemacht hat. So, rennen. Maybe I can use this dagger. Maybe. Aber maybe wir verstecken uns jetzt.
Vitrine hier vorne durch. Jetzt hätten wir theoretisch noch den anderen Raum. Alter, auf draußen ist der Typ. Ich sehe ihn doch. Ja, wenn es der Dolch nicht ist, muss es auf jeden Fall im anderen sein, im anderen Raum. So, dürfen wir jetzt raus? Auf geht's. So, krieg dich ein, Junge. Bitte sei nicht hier. Okay, da ist er. Okay, da ist er. Nicht Damn it. Nicht. So ganz auf. Megamäßig. Damn it. Welches ist der verkackte Dolch? Ich werd irre hier. What the hell was that? Jetzt steh auf. Alter, wo man hinfällt. Down. Oh nein. Oh God. Damn. This dagger looks different. Nein. Dieser Dolch looks different. Friend, it's our friend. Come on. Was will? Was los? Was geht ab? What's the matter with you? Don't tell me that you're going crazy, too. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your Ganz forearm. Did I miss something more interesting? Komm, wir geben ihr mal. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so, too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake.
He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Ja, da bin ich mal gespannt, ob diese Information... It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Alter Verwalter, ey. Kapitel 6, leck mich am Arsch. Was ging ab? Ja. Einige Tode gestorben, aber wir haben es geschafft. Wir haben irgendwie das Monster besiegt. Meine Fresse. Ja, wenn es gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wir sehen uns in der 7. Folge, dem 7. Kapitel. Ciao. Alter Falter.